Hi, mein Name ist Talo Santana, bin DJ, Musikliebhaber. Ich leg auf, habe unterschiedliche Labels, einmal Hoof, Home Again und habe auch noch eine Partyserie, Planet Pleasure heißt die und ja, bin glaube ich durch und durch auf jeden Fall ein Music-Nerd. Okay, auf jeden Fall Rio vor 4 Jahren. Schon mal vorab an alle, die dabei waren. Es wird bestimmt dramaturgisch hier und da Übertreibungen geben, auf jeden Fall. Wir waren in Rio und Freunde von mir haben da eine Party veranstaltet und Party war vorbei und wir hatten alle noch total Bock. Und in Rio gibt es nicht so wirklich so eine After-Hour-Kultur und wir waren halt noch voll die Meute, hatten noch total Bock und haben dann gefragt, hey, wo können wir jetzt hin, wo können wir jetzt hin? Und ein Kumpel und ich waren halt wirklich die einzigen Portugiesisch Sprechenden und dann habe ich halt dann irgendwie mit einem Kumpel von denen halt irgendwie dann gesprochen und gefragt, so, hey, wo können wir jetzt noch hingehen, gibt es irgendwo noch eine Location? Und wir haben den halt so richtig so terrorisiert, so, wir brauchen jetzt eine After-Hour-Location und dann hat er mir irgendwie so einen Zettel gegeben, mit einer Adresse hinfahren, da kann man Party machen. Dann sind wir halt mit so einer riesigen Meute hingefahren und es war halt offensichtlich ein Hotel. Und ich bin halt dann vorgegangen und dachte mir so, boah, das wird safe nicht funktionieren, mit so einer Meute jetzt dahin und wir wollen halt eine Suite jetzt haben. Ich bin dann da angekommen, habe gesagt, jo, wir sind so 20, 25 Leute, wir würden halt noch irgendwie ein bisschen feiern und so und die war total nett und meinte so, ja, ist gar kein Problem, ich gebe euch die Paradise Suite und ich war so, okay, ganz schön einfach, hab dann alle zugewunken, so, jo, kommt rein. Und dann ja, sind wir in diese Paradise Suite, zweistöckig, mit Pool, Jacuzzi, also so richtig mega dekadent. Und wir haben dann halt eine Party gemacht und immer zwischendurch kam halt immer so wie ein Garçon und hat dann gecheckt, so, ob bei uns alles gut geht. Und wir haben halt richtig Party gemacht. Und hat immer reingeguckt, ne? Alle waren dann irgendwie am Dancen und sowas. Und die waren halt die ganze Zeit super nett und immer halt so, braucht ihr noch irgendwas, so, ist alles gut bei euch? Und immer mit so einem Schmunzel. Und wir haben es halt irgendwie nicht die ganze Zeit verstanden. Und dann irgendwann haben wir gemerkt, so, ey, warum sind hier eigentlich überall Stangen, überall sind Betten, über den Betten sind Spiegel. Und wir haben halt dann irgendwann Fernseher gemacht, da liefen halt nur Pornos. Und dann ist wir erfahren so, ey, ich glaube, das ist gar kein Hotel, sondern das ist ein Sexhotel. Und dann sind wir halt tatsächlich einfach in so einem Sexhotel gelandet und haben da halt eine übelst krasse Afterhour geschmissen. Und der Garçon dachte halt einfach, dass wir da eine Orgie feiern. Aber wir haben halt einfach nur Afterhour da gemacht und Party gemacht. Und ja, das war so mit einer der krassesten Storys eigentlich überhaupt, weil wir mitten in Rio waren, im Nirgendwo und Afterhour in einem Sexhotel gemacht haben. Also ich mache schon ziemlich lange Mucke. Ich komme eigentlich aus dem Band-Kontext und habe jahrelang Bass gespielt und habe auch früher so in der Schule auch so in Blasorchestern gespielt und Big Bands und habe eigentlich schon immer irgendwie Musik gemacht und dann kam halt irgendwann ja, mit so Daft Punk und sowas kam natürlich dann der ganze elektronische Kram und dann war das auch irgendwie so auch Love on the First Sight. Und dann habe ich Musikwissenschaften studiert in Bonn und dann war ich halt so da irgendwie und habe die ganze Zeit nur mit Musik hantiert. Dann fing das irgendwie mit dem Auflegen und so an. Dann habe ich angefangen in Köln Partys zu machen und ich bin halt einfach irgendwie da so reingestolpert und habe es dann einfach irgendwie immer gemacht und habe dann 2016 auch das Label gegründet, mir Leute dazu geholt, habe natürlich auch immer gerne Party gemacht und dann kam das eine zum anderen. Also ich bin tatsächlich eigentlich immer der Passion immer hinterher gefolgt. Oftmals hat das nicht geklappt, aber am Ende dann doch, weil ich einfach da am Ball geblieben bin. Also ich glaube, solange man Passion hat und wirklich so dafür brennt, dann funktioniert es halt irgendwann. Und ich hätte jetzt vor 6 Jahren hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich jetzt da bin, wo ich jetzt bin oder dass ich jetzt hier in Berlin bin und irgendwie Labels habe und Partyserien und hier und das. Also es ist, glaube ich, einfach meine ultimative Passion. Also es gibt für mich nichts, was über Musik steht, außer natürlich Familie und Freunde natürlich. Aber Musik ist schon so mein Number One Pleasure einfach. Ich bin jetzt einfach, ich werde 27, ich bin mega jung einfach noch. Es geht gerade total ab, super viele Möglichkeiten. Just fucking go for it. So, also ich
mach's einfach und es bockt natürlich auch hart. Ich bin mega arm. Ich brauche ja nicht viel, irgendwie, um glücklich zu sein. Ich brauche keine fette Karre, ich brauche nicht irgendwie eine Luxusbude, so wenn ich mir im Monat meine Platten kaufen kann, hier und da meine Family besuchen kann, meinen Freunden irgendwo mal irgendwie rausfahren kann und sowas, reicht mir ja das ja schon aus. Und ich glaube, ich gönne mir das einfach, solange ich da irgendwie Energie für habe. Und für mich war das jetzt einfach ein wichtiger Schritt, das zu machen, weil ich mich ja jetzt wirklich so voll darauf konzentrieren kann und nicht mehr so vereinzelt viele Baustellen habe, die ich nach wie vor irgendwie auch habe, weil das irgendwie, da ist das Label, da ist das Label, da ist irgendwie die Partyserie, aber jetzt ist es halt wirklich nur noch mein eigener Kram. Also ich muss nicht für irgendeine Brand oder für irgendeine Company irgendwie was machen und irgendwie Corporate oder weißt du, es ist so, alles was ich jetzt mache, zahlt dann auch wirklich auf mich selber dann wieder zurück und da wollte ich eigentlich hin so. Und wenn natürlich dann irgendwann das Geld stimmt, ist natürlich top, aber ich freue mich gerade einfach viel Zeit zu haben und ja, meine Passion auszuleben. Boah, ziemlich sicher, auf jeden Fall. Also es gibt schon so Timeless-Sachen, die irgendwie bleiben. Also ich meine, ich digge in jede Richtung, also sowohl irgendwie World-Musik von Samba, Bossa Nova, Funk-Musik, afrikanische Musik, japanischer Funk, also geht so viel. Das ist zum Beispiel, glaube ich, etwas, was ich immer hören und immer kaufen werde und auch das sind so Sachen, die ich auch nicht wiederverkaufe, sondern die habe ich einfach gern zu Hause zum Hören und spiele die natürlich auch gerne und bei dem Elektronischen ist es so, also es entwickelt sich so krass schnell und so viele Sachen von früher kriegen nochmal ein Revival und dann hält dieses Revival irgendwie nur ganz kurz und dann ist es irgendwie nur so ein ganz spezieller Nischensound, so, also irgendwie gerade ist zum Beispiel so, keine Ahnung, so 2000er Tech House ist gerade wieder voll am Start. Viele Leute spielen das und es kommt auch geil, die Leute nehmen es an, es groovt auch und ist auch geil und gerade bist du halt in diesem Zeitgeist, wo es halt, geil, du feierst es, aber es ist so weiß nicht, in 5 Jahren, weiß nicht, vielleicht ist dann Hardcore, also ich meine, Hardcore ist ja eh schon wieder am Start, aber so dann, also ich weiß nicht, es wird, glaube ich, immer groovy bleiben und immer housey auf jeden Fall auch und ja, es muss auf jeden Fall dancebar sein. Nicht zu schnell, nicht zu langsam und irgendwo in between. Und für mich zählt einfach immer Groove, Emotions und wenn ich merke, dass mein Fuß am Zappeln ist so, und ich weiß, ich kann mich dazu bewegen, so, mein brasilianischer Instinkt kommt dann irgendwie raus, so, dann finde ich es halt geil. Und es kann alles sein, es kann Break sein, es kann Jungle sein, es kann Downtempo sein, es kann auch Techno sein. So. Das ist dann am Ende egal und es kommt auch darauf an, wo ich dann noch spiele oder wie meine Mut ist, wer spielt vor mir, wer spielt nach mir. Also es ist so, ja, es wird sich auf jeden Fall verändern. Also ich bin sehr gespannt, was da kommen wird, was es für ein Revival dann gibt oder was für Crossovers zwischen Genres und sowas geben wird. Das entwickelt sich ja immer krass. Man peilt ja mittlerweile gar nicht mehr, was ist so. Also weil es sich so krass vernetzt und zusammenschmilzt und was ist am Ende wirklich Tech House oder ab wann ist Deep House und wo hört dann Classic House auf und wo fängt dann eher so dieser moderne House an. Also es ist auf jeden Fall geil, es hört halt nie auf, so. Mucke ist halt unendlich. Wenn du mich so fragst, wie viel Aufwand ich zum Beispiel in den Track stecke, schon extrem viel. Also mein Homie Joko, der bastelt da in 3 Stunden so, zack, einfach so eine Nummer raus. Ich brauche dann schon immer so 12 Stunden oder ich brauche mehrere Tage oder auch mal eine Woche. Ich nehme dann auch mehrere Basslines auf oder ich nehme dann mehrere Drum-Sequences auf. Also ich verkopfe mich da auf jeden Fall auch viel, weil ich auch immer so, okay, es muss dann doch spezieller sein und das Reduzieren und zu simplifizieren ist am Ende dann doch immer die Herausforderung. Weil man denkt, das ist total einfach, aber ist es irgendwie nicht. Weil was dazu editieren ist immer sehr, sehr einfach, aber zu sagen, okay, das sind jetzt die Key Elements und bei dem bleibt es und die mache ich jetzt geil, ist halt dann schon irgendwie ganz schwierig. Aber ich stecke auf jeden Fall viel Zeit auf jeden Fall rein. Auf jeden Fall früher Platten kaufen, definitiv. Also wenn ich jetzt gewusst hätte, dass ich so viele Platten kaufe wie jetzt, dann hätte ich auf jeden Fall einfach früher anfangen sollen. Und glaube ich auch einfach, ja, an sich hat einfach, also an sich, wenn ich so zurückgucke, hat eigentlich alles ganz gut geklappt. Also es war eigentlich ganz gut so alles.
Vielleicht hätte ich einfach noch mehr Zeit im Studio verbringen können.